Der Han-ETF iClimber Global Decarbonization Enablers ETF möchte mit Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen zur Vermeidung von CO2-Emissionen beitragen, ein überdurchschnittliches Kurswachstum erzielen. Wie das bisher klappt, welche Aktien im ETF enthalten sind und wie der Index hinter dem ETF diese einzelnen Aktien auswählt, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ein großer Dank an die Kanalmitglieder Jan Engelmann, AG, Leon Speth, Fabian Marquardt, Dominik Dörr und Martin Klemer für eure Unterstützung als Kanalmitglieder. Wenn du erfahren möchtest, welche Vorteile du als Mitglied auf diesem Kanal hast, dann klick unter dem Video auf den Button Mitglied werden. Der iClimber Global Decarbonization Enablers ETF basiert auf dem iClimber Global Decarbonization Enablers Index und enthält aktuell ca. 163 Aktien, wovon etwas weniger als 10% aus Schwellenländern stammen. Der Rest aus Industrienationen. Der ETF ist in Irland domiziliert und der ETF bildet die Wertentwicklung von Unternehmen nach, die Produkte und Dienstleistungen zur Vermeidung von CO2-Emissionen anbieten. Das heißt, der ETF setzt zunächst einmal auf den Faktor CO2-Vermeidung und bezeichnet die 160 im ETF enthaltenen Unternehmen als sogenannte Klima-Champions. Der Index hinter dem ETF bildet, um dieses Ziel zu erreichen, 5 verschiedene Sektoren ab. Zum einen den Sektor grüne Energie, umweltfreundlicher Transport, Wasser- und Abfallverbesserungen, Lösungen zur Vermeidung von CO2 und nachhaltige Produkte. Unter diesen 5 Sektoren im ETF gibt es insgesamt 29 weitere Unterbereiche, zu denen die einzelnen im ETF enthaltenen Aktien bzw. deren Produkte zugeordnet werden. Warum ist dieser ETF nun aus meiner Sicht eher ein aktiver Fonds oder ETF? Zum einen gibt es natürlich eine Kooperation zwischen der iClimber Earth Limited, Solactive, also dem Verantwortlichen für den Index, und Han-ETF, dem ETF-Anbieter. Solactive ist der Indexanbieter, wobei dieser die Indexgestaltung gewissermaßen an die iClimber Earth Limited outgesourced hat. iClimber Earth und Han-ETF besitzen ebenfalls eine Kooperation, mutet also sehr aktiv gesteuert an. iClimber ist ein in London ansässiges, nach eigenen Angaben grünes Fintech-Unternehmen mit einem Fokus auf die Unternehmen, die den Planeten dekarbonisieren könnten. Mit anderen Worten, sie wollen Investments in dieses Feld ermöglichen, erwirtschaften ihr Geld also praktisch durch Finanzprodukte und Indizes, die auf diese Unternehmen abzielen. Da diese Unternehmen gewissermaßen zusammenarbeiten, kann der ETF-Anbieter hier theoretisch natürlich auch ein Wort mitreden, wie der Index gestaltet werden soll. Natürlich gibt es sicherlich weltweit einen Haufen Unternehmen, die sich mit den 5 genannten Themengebieten, also grüner Energie, Transport und so weiter, beschäftigen, und im weitesten Sinne schmücken sich natürlich mittlerweile viele Unternehmen damit, dass sie CO2-Emissionen vermeiden. Wie der ETF genau auf diese 160 Aktien kommt, von den tausenden Unternehmen, die es weltweit gibt, und nach welcher Logik er auswählt, schauen wir uns im Kapitel der Prognose ganz genau an. Auch deshalb, um herauszufinden, ob dieser ETF überhaupt dafür geeignet ist, Kursgewinne in Zukunft im Zusammenhang mit CO2-Emissionsvermeidung zu generieren. In der Nachhaltigkeit gibt es für diesen ETF jedoch noch keine Einschätzung und kein Rating. Der ETF legt ja mit dem Fokus auf CO2-Vermeidung zunächst einmal den Fokus auf das Thema Umwelt. Ein sogenanntes ESG-Rating betrachtet ja den Einfluss eines ETFs oder dessen Aktien auf die Umwelt, aber zusätzlich auch noch auf soziale und politische Aspekte. Dennoch, natürlich vermeidet der Han-ETF bzw. der Index dahinter auch Unternehmen, die im Zusammenhang mit Waffen, Korruption und einigen anderen sozialen und politischen Faktoren stehen. Hier gibt es zwar noch keinen Score im ESG-Rating, aber die Absicht des ETFs ist klar. Er richtet sich an Kunden, die darauf wetten möchten, dass Unternehmen, die zur CO2-Vermeidung beitragen, ein größeres Kurswachstum generieren werden und in die man abgesehen davon auch mit einem, scheinbar guten Gewissen investieren kann. Die 10 größten Aktien im ETF machen dabei in etwa 10% des Gesamtportfolios des ETFs aus und sind damit schon relativ ausschlaggebend für den Kurs des ETFs. Die einzelnen Aktien müssen zudem mindestens 200 Millionen Dollar Marktkapitalisierung jeweils aufweisen, um überhaupt in den Index aufgenommen werden zu können, und werden dann, also die noch übrig bleiben, nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet im Index aufgereiht. Wobei hier so gesehen die größten 25% der Aktien, also die mit der größten Marktkapitalisierung, die man berechnet, Preis pro Aktie mal Anzahl der Aktien, die es gibt, also sozusagen der Unternehmenswert, die werden jeweils mit 1% gewichtet, und die zweiten 25% der Aktien von der Größe nach Marktkapitalisierung her werden mit 0,9% jeweils gewichtet. Und dann wird das eben immer kleiner. Dies führt dazu, dass keine einzelne Aktie zu stark übergewichtet wird. Gleichzeitig werden wertvollere Aktien
also höher gewichtet, was dazu führt, dass Aktien, die im Wert stark steigen, weil sie beispielsweise erfolgreicher wirtschaften, auch leicht höhere Effekte auf den ETF und Index ausüben. Dabei haben wir ca. 10% des ETF-Portfolios mit einer sehr großen Marktkapitalisierung dabei. Das sind auch mitunter die Top 10 Aktien, die wir uns später anschauen werden. 32 und 36% der Aktien besitzen eine große oder mittelgroße Marktkapitalisierung, das heißt Mid-Caps sind hier schon stark im Fokus und der Rest eine kleine Marktkapitalisierung bzw. sind Microcaps. Diese Streuung über die verschiedenen Marktkapitalisierungsgrößen hinweg empfinde ich als sehr positiv. Man hat hier also eine gewisse Small-Size-Komponente mit dabei und nicht nur große oder sehr große Unternehmen. Ca. 42% der Aktien sind den USA zuzuordnen, auch das ist verhältnismäßig wenig im Vergleich zu verschiedenen weltweit gestreuten ETFs, bei denen die USA häufig mit mehr als 60% gewichtet sind. Hinter den USA rangieren China, das Vereinigte Königreich, Deutschland und Frankreich ziemlich gleich auf bei ca. 5-7% Anteil. Die Industrie ist mit 36% der am größten gewichtete Sektor, gefolgt von der IT-Branche mit knapp 18% und den Sektoren Versorger und zyklische Konsumgüter. Sowohl die Länderverteilung als auch die Branchenverteilung sind relativ breit und demnach positiv zu bewerten. Schauen wir uns exemplarisch für den ETF die 10 größten Aktien etwas genauer an. Die Verbund AG aus Österreich führt aktuell den Index mit 1,12% Gewichtung an. Besonders an diesem Stromversorger in Österreich ist, dass 90% ihrer zur Verfügung gestellten Energie aus Wasserkraft stammen. Nachvollziehbar, dass ein solcher Titel im ETF enthalten ist. Etwas anders sieht es bei der London Stock Exchange aus, die in diesem ETF ebenfalls hochgewichtet wird. Das ist deshalb besonders interessant, weil eben an jener Börse natürlich auch die Hahn-ETF-Produkte und damit indirekt auch die Produkte des Tech-Unternehmens iClimber Earth und die Indizes von Solactive gehandelt werden. Das ist natürlich nicht verboten, aber dennoch interessant, zumal die London Stock Exchange im Hinblick auf ihre Reduktion von CO2 angibt, bis 2030 ihre CO2-Emissionen um 50% reduzieren zu wollen. Haut mich jetzt nicht besonders vom Hocker und ist auch schwer in diese 5 grünen Kategorien von eben, die der Index abbilden möchte. Hier wurde möglicherweise der Interpretationsspielraum des Indexes weit gewählt, um Freunde und Bekannte noch mit aufzunehmen. Infineon hingegen möchte bis 2030 CO2-neutral sein, während ihre Halbleiterprodukte natürlich in diversen Anlagen zur Energieerzeugung und Energieverteilung benötigt werden. Grundsätzlich gibt es hier einige Unternehmen wie Schneider Electric, Vestas, Eaton und Nibe, bei denen der Bezug zu diesem ETF auf der Hand liegt. Während bei Albemarle, einem Spezialchemiekonzern, der sich mit der Gewinnung von Lithium beschäftigt, oder bei Republic Services, einem Entsorgungsunternehmen, durchaus mehrere Blicke notwendig sind, um einen indirekten oder direkten Bezug zur CO2-Vermeidung ziehen zu können. Albemarle zum Beispiel möchte neue Technologien entwickeln, die umweltschonender Lithium fördern, und Republic Services sorgt auch dafür oder möchte dafür sorgen, dass die Entsorgung von Abfällen etwas weniger zulasten der Umwelt geht. Und genau dieser Interpretationsspielraum macht den ETF bei der relativ kleinen Anzahl an Aktien aus meiner Sicht schon zu einem aktiven Fonds. Das Umsatzwachstum der Top 10 Aktien ist vor allem sehr konstant bei ca. 10% Wachstum pro Jahr, was positiv zu bewerten ist. Lediglich das Jahr 2015 ragt mit 42% Wachstum enorm heraus, was aber an einem relativ großen Umsatzwachstum bei HelloFresh liegt, die damals noch sehr geringe Umsätze in absoluten Zahlen erzielt haben, weswegen HelloFresh generell in dieser Analyse zu vernachlässigen ist. Auffällig ist, dass nahezu alle Aktien schon sehr stark in ihren Umsätzen schwanken. Beispielsweise Vestas erwirtschaftete 2020 22% Umsatzwachstum, während es 2017 noch einen Rückgang um 3 Prozentpunkte gab. Im EBIT, also dem operativen Gewinn vor Abzug von Zinsen und Steuern, sehen wir ebenfalls eine relativ starke Konstanz. Lediglich 2020 und 2015 fallen heraus, ansonsten liegt auch hier das Wachstum im operativen Gewinn sehr konstant bei ca. 10%. Die Ausreißer sind auch wieder auf HelloFresh zurückzuführen, die das Ergebnis schon stark verändern. Nimmt man HelloFresh aus dieser Rechnung heraus, so ergibt sich diese Grafik. Hier liegt das Wachstum 2015 immer noch sehr hoch bei 17%, 2020 ist aber schon negativ. Im Durchschnitt haben die Top 10 Aktien ohne HelloFresh im Jahr 2020 einen Schritt zurück um 8 Prozentpunkte im EBIT gemacht. Vor allem Eaton, Infineon und Albemarle legten einen kräftigen Rückgang von bis zu 50% hin. Die EBIT-Margen sind besonders spannend, weil hier so viele unterschiedliche Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen enthalten sind. Die EBIT-Marge ist kontinuierlich gewachsen von 7% im Jahr 2015 im Durchschnitt bis hin zu 17% im Jahr 2020, was zwar im Durchschnitt noch nicht berauschend ist, aber schon eine gute Tendenz. Besonders gut sind hier die Werte der London Stock Exchange und der Verbund AG. Im Kurs-Gewinn-Verhältnis sehen wir, dass die Aktien im Durchschnitt stark im Wert gestiegen sind in den letzten Jahren. Das mag zum einen daran liegen, dass die Aktien im Zuge des zunehmenden Klimawandels oder im Zuge des Halbleiterhypes beispielsweise enormer Nachfrage gewonnen haben
oder zum anderen eben daran, dass die Gewinnentwicklung speziell im letzten Jahr eher nicht so berauschend war. Das heißt also, die Top 10 Aktien sind zurzeit nicht günstig bewertet. Obwohl der ETF thesaurierend ist die durchschnittliche Dividendenrendite der Top 10 Aktien gar nicht so schlecht, zwischen 1 und 2 Prozentpunkten pro Jahr. Dennoch ist dieser ETF nicht ausschüttend und daher auch kein typischer Dividenden-ETF. In der Bewertung erhält der ETF für sein Portfolio tatsächlich 3 von 5 Sterne. Negativ ist eben die geringe Anzahl an Aktien anzurechnen, die recht komplexe und schwer nachvollziehbare Art der einzelnen Aktienauswahl in Bezug zur CO2-Vermeidung, die wir uns im Kapitel der Prognose noch genauer anschauen werden, und die recht schwache Gewinnentwicklung der Top 10 Aktien. Positiv hingegen die gute Streuung über verschiedene Länder und Branchen hinweg, sowie die breite Verteilung auf Unternehmen aus unterschiedlichsten Stufen der Marktkapitalisierung. Bei dem überwiegenden Teil der Aktien ist auch nachvollziehbar, zumindest indirekt, welche Assoziation diese Unternehmen mit dem Thema CO2-Vermeidung haben. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech Aktien. Der Kanal versorgt euch mit allen News rund um die Börsen dieser Welt und sorgt mit guten Memes zwischendurch immer wieder für gute Laune. Mit einem Fondsvolumen von 43 Millionen Euro liegt der Han-ETF iClimber Global Decarbonization Enablers ETF unter der 100 Millionen Euro Grenze, ab der ein ETF als relativ rentabel gilt. Der ETF existiert seit Dezember 2020, also noch nicht mal ein Jahr, was schon eine sehr kurze Bestandsdauer im Verhältnis dieser Videoreihe ist. Eine Auflösung des ETFs ist daher nicht ausgeschlossen, sollte sich das Fondsvolumen nicht deutlich steigern. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,65% liegt dieser ETF über dem Durchschnitt der Gesamtkostenquoten aller ETFs, der bei ca. 0,4 bis 0,5% liegt. Damit zählt der ETF zu den eher teureren ETFs in dieser Videoreihe und ist teilweise um mehr als das Doppelte teurer als breit gestreute All-World-ETFs. Dieser ETF von Han-ETF ist thesaurierend, demnach werden die Erträge wie Dividenden und Zinsen nicht an den Anleger ausgeschüttet, sondern wandern zurück in den Kurs des ETFs, steigern also darüber die Profite der Anleger. Dieser ETF verfolgt die Strategie einer vollständigen physischen Replikation, das heißt, der gesamte Bestand des Index wird im ETF 1:1 nachgebildet. Hierbei weicht der ETF-Kurs in der Regel auch vom Kurs des Index ab. Die Abweichung ist allerdings aufgrund der kurzen Bestandsdauer des ETFs noch nicht messbar. Insgesamt vergebe ich in der Kategorie Produktkriterien 2 von 5 Sternen. Eine kurze Bestandsdauer mit sehr niedrigem Fondsvolumen, dazu noch kaum messbare Daten zur Tracking-Differenz und eine relativ hohe Gesamtkostenquote. Da gibt es bessere Alternativen. Der ETF muss also über seine Performance punkten, denn über die Produktkriterien sieht es noch nicht so gut aus. Wobei sich die Situation um das Fondsvolumen in Zukunft natürlich verbessern kann. Wenn ihr das Video also wesentlich später nach Veröffentlichung schaut, kann es sein, dass das Fondsvolumen mittlerweile stark angewachsen ist und eben auch positive Daten zur Tracking-Differenz vorliegen, sodass hier auch 3 oder mehr Sterne möglich sind. Wir vergleichen heute den Han-ETF iClimber Global Decarbonization Enablers ETF mit der Standardanlage, die viele Anleger im Portfolio haben, nämlich mit dem Vanguard FTSE All-World ETF, den wir hier auf dem Kanal bereits analysiert haben. Mit dabei ist außerdem ein normaler MSCI World ETF von Xtrackers. Außerdem vergleichen wir ihn mit dem Xtrackers MSCI World ESG ETF, welcher Unternehmen aus den Industrienationen in Verbindung mit geringer Kohlenstoffemissionen, Umweltschutz und anderen ESG-Kriterien priorisiert. Und außerdem dabei der Amundi Index MSCI Global Climate Change ETF, der nur auf das Thema kohlenstoffarme Wirtschaft setzt. Im Vergleich seit Dezember 2020, was der längste verfügbare Zeitraum für einen Vergleich ist, da der Han-ETF eben noch nicht so lange existiert, sehen wir eine Auffälligkeit. Gerade direkt nach Auflage des ETFs lief der Han-ETF enorm gut, bevor er sich danach eher im Mittelfeld in diesem Ranking einsortierte, also schlechter performte als der Rest. Der Xtrackers MSCI World ESG ETF hingegen lief insgesamt am Ende stabil besser als der MSCI World ETF und sogar als der All World ETF. In Summe liegen alle ETFs aber am Ende nahe beieinander. Der ESG MSCI World ETF kommt in den knapp 10 Monaten auf 26,31% Rendite, während der Han ETF mit knapp 24% auf Platz 2 dahinter liegt. Dicht gefolgt vom Amundi ETF und dem normalen MSCI World ETF. Das Schlusslicht bildet hier der Vanguard All World ETF. Wenn wir ehrlich sind, ist dieses Ranking ganz interessant, jedoch ein viel zu kurzer Zeitraum, um daraus irgendetwas erahnen zu können. Die Indexhistorie gibt es theoretisch schon seit August 2017, leider erst
seit Oktober 2020 im Indexvergleich. Von Oktober 2017 bis zum Corona-Ausbruch 2020 lief der Index, beziehungsweise dann würde ja auch der ETF so ähnlich laufen, konstant seitwärts. Danach nahm der Index an Fahrt auf und konnte zuletzt leicht stabil wachsen. Da ich aber persönlich ein Freund von möglichst langfristigen Vergleichen bin, sind die Aussagen aus den vorliegenden Daten praktisch kaum verwertbar. Deswegen für die Performance vergebe ich insgesamt nur 2 von 5 Sterne. Im Jahr 2020 legte der ETF eine gute Performance kurzfristig hin, blieb aber zuletzt hinter der Performance von ähnlichen Anlageformen zurück. Im Vorfeld lief der Index lange seitwärts und der Betrachtungszeitraum ist einfach viel zu kurz. In einem solchen eher aktiv anmutenden ETF mit Themenfokus sind lange Seitwärtsphasen aber durchaus nicht unüblich. Wie bereits im ersten Kapitel erwähnt, werden die Aktien im ETF danach ausgewählt, welche Produkte und Dienstleistungen sie anbieten, die eine CO2-Vermeidung ermöglichen. Grundlage für diesen Index ist der Selective GBS Global Markets All Cap USD Index, praktisch also ein weltweiter Index, ähnlich wie bei einem All-World-Index. Die Unternehmen aus diesem Index, das sind an der Zahl mehr als 14.300 Aktien, werden ausgesiebt und übrig bleiben nur Aktien, die diesen 5 Sektoren zuzuordnen sind. Das sind A. grüne Energie, B. grüner Transport, C. Wasser- und Abfallverbesserungen, D. Enabling Solutions und E. nachhaltige Produkte. Damit der London Stock Exchange eine Börse im ETF hochgewichtet ist, sind diese Begrifflichkeiten hier wohl sehr dehnbar oder breit ausgelegt und der Interpretationsspielraum ist hoch. Was genau diese 5 Unterbereiche bedeuten und wie man Produkte in diesem Bereich anbieten kann bzw. nach welcher Logik sie aufgenommen werden, erfährt man laut den Papieren vom Indexanbieter iClaimer Earth nur über deren Website. Ich habe ihn mal für euch verlinkt. Jedes Unternehmen, was es bis hierhin geschafft hat, also einem von den 5 Sektoren zugeordnet werden kann, wird dann wiederum in eines von 29 Untersegmenten zugeordnet. In diesen 29 Untersegmenten muss dann das jeweilige Unternehmen mindestens eine von 4 Quellen zur CO2-Vermeidung ermöglichen. Und diese 4 Quellen zur CO2-Vermeidung sind A. Die direkte Reduzierung der Treibhausgasemissionen aus der Energieerzeugung oder Verbrennung mit fossilen Brennstoffen. B. Die Vermeidung durch erneuerbare Energieerzeugung. C. Ermöglichung von Energieeinsparungen oder D. Kohlenstoffbindung. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wo hier genau die London Stock Exchange zu verorten ist. Wenn man es als Unternehmen quasi bis hierhin geschafft hat, dann wird man von dem iClaimer Earth Unternehmen bzw. dem Indexanbieter überprüft, ob man genügend Umsatz erwirtschaftet, um die Relevanz und Wesentlichkeit der Lösungen für den Klimawandel bewerten zu können. Um dies zu erreichen, analysiert der Indexanbieter eben den Umsatz eines jeden Unternehmens. Ein Beispiel seht ihr hier eingeblendet von einem Autohersteller. Dabei seht ihr auch, dass am Ende ein Ergebnis dasteht, wie stark das Unternehmen wohl CO2-Emissionen vermeiden kann. Nicht nur der reine Umsatz ist hier wichtig, sondern vor allem der grüne Umsatz, den ein Unternehmen erwirtschaftet. Dabei gibt es hier wiederum wieder 4 Abstufungen. Ein Unternehmen, was also 90% seines Umsatzes grün erzielt, bei diesen Umsätzen muss also CO2-Vermeidung gefördert werden, wird am besten bewertet. Danach kommen dann die Unternehmen, bei denen der grüne Umsatz 50-90% beträgt, dann 20-50%. Und bei Unternehmen mit einem grünen Umsatz von unter 20%, aber mit einem starken Wachstum im grünen Umsatz, wird ebenfalls ein Auge zugedrückt. Weiterhin gibt es dann Ausschlüsse wie Unternehmen, die mit Erdöl und Co. agieren, sowie weitere Unternehmen, die eben keine gute ESG-Bewertung aufweisen, weil sie zum Beispiel Waffen herstellen. Und dann bleiben am Ende die knapp 160 Unternehmen übrig, die dann wiederum nach Marktkapitalisierung gewichtet in den ETF kommen. Das ist eine ganz schön lange Reise. Wenn wir uns die CO2-Emissionen anschauen, die Prognosen zufolge bis 2050 laut IEA alleine für die Energiegewinnung anfallen, dann sehen wir, dass Dekarbonisierung und die Vermeidung von CO2-Emissionen definitiv ein Thema sind. Sicher werden auch viele Unternehmen aus dem Index hier ihren Anteil dazu beitragen. Der Aufwand und die Recherche, die iClaimer in die Indexgestaltung steckt, sind also zunächst einmal beeindruckend. Es sollten per Definition also eigentlich nur Aktien im ETF enthalten sein, die sogenannten grünen Umsatz erzielen und damit das Ziel CO2-Vermeidung erreichen wollen. Aspekte wie Gewinnmargen, Gewinnwachstum, also Rendite und Co. werden bei diesen Kriterien jedoch überhaupt nicht überprüft. Es wird ja praktisch nur auf den Umsatz geschaut. Das heißt, ein Unternehmen, was sehr hohe Umsätze erwirtschaftet, dabei aber Verluste einfährt, weil sich beispielsweise die Energiegewinnung in bestimmten Regionen der Welt nicht so sehr mit attraktiven Margen verbinden lässt, würde per se im ETF erst einmal nicht ausgeschlossen werden, falls die Marktkapitalisierung hoch genug ist und sie die Kriterien erfüllen. Sicherlich werden Unternehmen in der Zukunft gefragt sein, die CO2-Emissionen vermeiden. Vielmehr ist es allerdings weltweit eine breite Aufgabe von allen wirtschaftlichen Unternehmen, CO2-Emissionen zu reduzieren und zu vermeiden. Hier wird gesellschaftlich ein starker Wandel stattfinden müssen,
sodass aber theoretisch ja immer mehr Unternehmen in den Index aufgenommen werden müssten. Ich vergebe in der Prognose fast schon zu optimistische 3 von 5 Sterne, da der Index sicherlich in der Theorie einen sinnvollen Themenbereich abdeckt. Ob dieser jedoch aus Investmentperspektive sinnvoll ist, das ist fraglich. Für das Portfolio habe ich 3 von 5 Sterne vergeben aufgrund der sehr guten Verteilung des Themen-ETFs über Regionen, Branchen und Größen hinweg. Für die Produktkriterien erhielt der ETF 2 von 5 Sterne, negativ beeinflusst vor allem durch die hohe Gesamtkostenquote und das geringe Fondsvolumen. Für die Performance erhielt der ETF 2 Sterne, die Historie von ETF und Index ist einfach viel zu kurz. Für die Prognose gab es abschließend 3 von 5 Sterne, da Faktoren wie Gewinnerzielung praktisch komplett außen vor bleiben. Insgesamt erhalten wir im Durchschnitt 2,5 Sterne. Meine persönliche Meinung: CO2-Vermeidung ist kein Faktor-Investment wie zum Beispiel Value, Momentum oder Small Size. Klar, bei solchen Faktoren kann wissenschaftlich nachgewiesen werden, dass über mehrere Jahrzehnte Renditevorteile bestehen. Vielmehr baut HAN-ETF bzw. der ETF-Anbieter meiner Ansicht nach hierauf, dass Aktien, die CO2-Emissionen vermeiden, zum einen dem Anleger ein gutes Gefühl geben und dass mit diesem ETF ein beliebtes Thema abgedeckt wird, was vermutlich viele Anleger zur folgenden Denkweise bringt: A. Klima ist wichtig, Unternehmen, die CO2-Emissionen reduzieren, werden zukünftig stärker im Kurs wachsen, weil das die Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte der Gesellschaft ist. Da mögen zwar viele richtige Spekulationen drin sein, der Index hat jedoch eine sehr enge Definition, die im Falle von Aktien wie der London Stock Exchange auch mal anscheinend breiter aufgegriffen werden. Zum anderen sollte es sich wirklich herausstellen, dass Aktien, die im Bereich CO2-Emissionsvermeidung nach der Definition dieses Indexes erfolgreich sind, dann würden sie auch in weltweit gestreuten branchenunabhängigen ETFs eine starke Rolle einnehmen, mit deutlich geringerem Risiko als bei diesem ETF. Bei diesem ETF verlässt man sich auf eine kleine Firma, die Research zu dem Thema CO2-Vermeidung betreibt. Ja gut, die aufwendige Analyse jeder einzelnen Aktie, wie es iClimber hier betreibt, geht schon sehr in die Richtung eines aktiven Fonds, und um wirklich beurteilen zu können, wie stark ein Unternehmen grünen Umsatz erwirtschaftet, vor allem bei knapp 14.000 Unternehmen im Index, sind so viele Faktoren zu berücksichtigen, dass ich persönlich hier wenig Vertrauen habe, dass dieser ETF zu einer Überrendite führt. Dass Unternehmen wie Vestas, Schneider Electric oder indirekt eben auch Infineon einen Bezug zu dem Thema haben, ist klar und auch nicht zu bestreiten. Dennoch, ich habe diesen ETF nicht in meinem Portfolio. Generell fahre ich persönlich aber auch überhaupt gar keine ESG-Strategie. Für Anleger, die bewusst Aktien besparen wollen, die direkt oder indirekt zur Vermeidung von CO2-Emissionen beitragen, ist dieser ETF sicherlich interessant, denn auch wenn man hier dem Index- und ETF-Anbieter ein Stück Vertrauen entgegenbringen muss, bildet man hier sehr gut Unternehmen ab, die eben in dieses Thema investieren. Ich persönlich glaube aber nicht an den Erfolg eines solchen ETFs. Wenn ich den ETF besparen müsste, dann hätte ich ihn neben einem All-World-ETF als Core-Basis mit ca. 5 bis maximal 10% gewichtet. Das ergebe dann eine Verteilung dieser Art. Der überwiegende Teil der Aktien würde dann mit 45% aus Large-Cap-Aktien bestehen, lediglich 2% wären Small-Cap-Aktien. Die größten Aktien wären dabei die bekannten Weltmarktführer nach Marktkapitalisierung wie Apple, Microsoft, Amazon, Facebook und Co., während die USA eine Gewichtung von 56% annehmen würden. Europa und Asien bzw. einige Schwellenländer wären natürlich ebenfalls dabei. Der ETF von Vanguard und der HAN-ETF aus diesem Video hätten laut X-Ray ETF mit 84% eine starke gegenseitige Abhängigkeit, was natürlich risikobehaftet ist. Der HAN-ETF erzeugt also im Portfolio wirklich eine Art Klumpenrisiko und trägt nicht wirklich zur breiteren Diversifikation bei, was es auch schwierig macht, ihn einzubinden. Aufgrund der breiten Streuung des Vanguard-ETFs als Basis ist das historische Risiko trotzdem aber gering, da der ETF eben so breit gestreut ist. Den ETF von Vanguard haben wir bereits hier in diesem Video vorgestellt. Wie seht ihr den HAN-ETF iClimber Global Decarbonization Enablers ETF? Wie habt ihr ihn in euer Portfolio integriert? Schreibt eure Meinung zu diesem ETF gerne in die Kommentare. Die Kanalmitglieder können abstimmen, welche Aktienanalyse ich in der kommenden Woche machen soll. Um mehr zu erfahren, klickt auf den Button Mitglied werden unter dem Video. Wir sehen uns dann kommende Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht es gut, ciao. Dieses Video ist keine Finanz- oder Anlagenberatung. Die Vortragenden und Produzenten können nicht davor gemacht werden. Wenn ihr mit dem Handel von Wertpapieren Verluste erwirtschaftet, dieses Video dient einzig und allein der Unterhaltung.